Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer Vorstellung der Herbst-Hausmesse-Kollektion 2026. Wir waren in den letzten Monaten wieder sehr aktiv und haben schöne neue Qualitäten ausgesucht, neue Designs, die wir euch gleich mit Freude präsentieren werden. Wir zeigen wieder Modelle dazu. Alle Artikel, die wir gleich präsentieren werden, sind ab dem 22. August, ab circa 9 Uhr online. Also es muss dann immer hochgeladen werden. Es kann dann auch 1, 2 Minuten vorher sein. Das kann aber auch einfach ein paar Minuten dauern. Und genau, sind solange Vorrat reicht. Es gibt einen Vororderartikel, der ist dann bis zum 31.08. bestellbar. Der kommt ganz zum Schluss. Das sagen wir euch dann auch nochmal. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir direkt. Vielleicht sieht man ihn auch schon. Vielleicht sieht man ihn auch schon, genau. Sind so immer mal versteckte Hinweise. Und genau, jetzt kommen wir erstmal zu einem ganz neuen Artikel, den wir so noch gar nicht hatten. Genau, freuen wir uns drauf, sind gespannt, wie er bei euch ankommt. Und ja, legen wir los. Einer meiner absoluten Lieblingsartikel. Das werde ich, glaube ich, auch öfter sagen noch heute. Ja, aber der gefällt, ja. Es sind richtig tolle neue Qualitäten dabei und modern. Ja, dieser Qualitätenmix und ja, wir greifen natürlich die Trends auf, logischerweise. Ja. Genau, aber das ist jetzt auch ein ganz toller neuer Artikel, aber ich glaube, wir zeigen ihn einfach mal. Wir starten. Ja. Das ist Artikel Tundra. Tundra ist ein Mohair-Flausch-Bouclé. Eine ganz neue Qualität, eine total tolle Alternative auch zu den Waldmänteln. Ein etwas modernerer Look. Hier haben wir ein Sandton und die kleinen feinen Härchen, die man hier sieht, die sind in Naturtönen, also auch eine richtig tolle, trendige neue Farbe. Und das ist die Rückseite. Also man muss ihn nicht abfüttern, kann es aber wunderbar machen. Da kommen wir später noch einmal zu, wenn wir zu dem anderen Artikel kommen, der da hervorragend zu passt. Auch einer meiner absoluten Lieblingsartikel in der Kollektion. Und natürlich das klassische Schwarz darf nicht fehlen. Er ist total weich, gibt auch ein bisschen nach, also er ist überhaupt nicht steif, total weich, er kratzt nicht und ist total angenehm. Also ich sehe ihn total für Cardigans und Westen, Mantel, also eine richtig tolle neue Qualität. Und Matthias zeigt einmal 3 Modelle. Genau, haben wir hier vorne. Also er ist wirklich im Erwachsenenbereich als Mantel, langer Mantel, kurzer Mantel, Jacke, aber eben auch im Kinderbereich. Pauline hat es gerade schon gesagt, der ist super weich, ist mal eine ganz neue Qualität in den beiden Farben. Und ja, hoffen wir, dass die gut bei euch ankommt. Ist wirklich so ein trendiger Artikel im Moment. Ja. Ja. Und man sieht halt die ganzen Dinge halt auch mit Struktur und so weiter. Stepper, Plüsch und sowas dann halt, das sieht man halt sehr viel, ja. Die Sprache. Genau, dann kommen wir zum nächsten Artikel, Artikel Punami. Das ist ein Leo-Plüsch. Also Leo darf ja im Moment auch überhaupt nicht fehlen, sieht man ja auch überall. Auch super weich, super soft, sehe ich dann halt auch für Jacken natürlich, Westen. Genau. Und da haben wir auch ein ganz tolles Modell dazu, was Pauline euch gleich mal zeigt. Und jetzt zeige ich jetzt noch einmal die Rückseite. Genau, und auch ein großer Einsatzbereich. So, da bin ich wieder. Und hier ist einmal eine Jacke. Und ich sehe genau dafür, hier mit dem Bündchen unten, mit dem Gummizug. Aber es wurde auch für Taschen verwendet. Finde ich auch sehr schön. Auch für Highlights eine schwarze Ledertasche. Und dann setzt man so ein paar Highlights hier mit ab oder macht ein Bommel draus. Finde ich super toll. Richtig schön und richtig schön weich und flauschig. Er ist wirklich super soft, ja. Dann geht es weiter mit unserem Niki-Samt. Ein richtig toller neuer Artikel. Er ist überhaupt nicht labbrig, was man von manchen Niki-Artikeln kennt. Er ist richtig schön formstabil, hat eine total seidige Oberfläche und ich zeige einmal alle Farben. Altrosa, Burgundi, Dunkelrot, Lila und hier haben wir Dunkelgrün, Petrol, Dunkelblau, Anthrazit und Schwarz. Und hier
haben wir auch die ganzen klassischen Farben dabei, weil ich sehe ihn nicht nur als Bekleidung, weil ich finde es auch total toll, wenn man daraus Dekoartikel näht, wie zum Beispiel ein Weihnachtsmann mit diesem schönen Samt in Rot. Finde ihn aber auch schön für Kleider, für festliche Anlässe, wie zum Beispiel Silvester, Weihnachten, in diesen tollen, dunklen Tönen. Also man kann sehr viel damit machen und wenn man es auch vernäht hat und als Bekleidung trägt, er beult wirklich nicht aus. Er bleibt richtig schön, er ist überhaupt nicht dünn, sondern hat richtig viel Griff und ist sehr formstabil. Ja, hier haben wir 3 Modelle, genau, ob ein Hausanzug, ein Hoodie, also sehr also der Einsatzbereich ist da sehr, sehr groß und genau, dieser Niki-Bereich, der ist ja, oder diese Niki-Optik, der ist dann einfach so ein bisschen velourmäßig, also das macht es dann auch immer aus, wirkt relativ edel. Genau, also ja, schöne Modelle und wie du sagst, auch im Deko-Bereich, auch für Weihnachten und so weiter, Ja, gut finde ich einsetzbar. total schön. Ja. So, dann kommen wir wieder zu einer neuen Qualität und zwar ist das ein Stepper mit einer Punktprägung. Gibt es hier einmal in 4 Unis und dann auch gleich noch bemustert. Die haben auch alle einen Scheuerungsgrad, also den Martindale von 100.000. Also ideal auch für Taschen zum Beziehen und so weiter. Genau, die erste Farbe ist hier einmal das Altrosa, dann einmal dieser schöne warme Rotton, dann so ein schönes leuchtendes Blau und Schwarz. Dann darf auch hier natürlich ein Leo-Muster nicht fehlen. Einmal dieser Altrosa oder dieses Altrosa mit Schwarz, Petrol mit Schwarz und Grauschwarz. Dann einmal hier die Ornamente mit Altrosa und Burgundi und einmal Salbei mit Türkis. Und dann gibt es noch 2 florale Designs. Einmal hier der auf schwarzem Grund und hier dann nochmal der hier. Und auch hier haben wir schöne Modelle, die Pauline euch jetzt zeigt. Ja, natürlich haben wir hier viele Taschen. Das ist so ein richtig schönes, klassisches Blau. Und hier kann man auch sehen, wie edel er wird. Und das Bändchen, also der Riemen, wurde auch aus diesem Stepper gemacht. Und das Schöne ist ja, dass er überhaupt nicht aufribbelt. Durch diese Prägung sind keine Fäden verarbeitet und so kann man ihn wunderbar zuschneiden. Da kann nichts mit passieren beim Zuschnitt. Dann haben wir Leo, auch eine richtig tolle Tasche. Einfach schwarzes Futter, total edel. Hier haben wir so eine schöne Crossback. Auch total toll. Wir tauschen. Ja. Und jetzt kommen wir zu den Kombistoffen auch. Man kann nämlich total toll unseren Basic Rex Metallic dazu verwenden. Und hier kann man auch sehen, wie schön die Farben zueinander passen. Und natürlich auch in Beere. Das ist auch Rex Metallic in Beere. Passt wunderbar zu den Blumen. Und hier der Klassiker Rex in Schwarz zu den Leos. Also zu dem Artikel passt auch einfach sehr gut. Vanya könnte man natürlich auch sehr gut nehmen, aber auch eben der Rex. Also das Kunstleder ist Ja. sowieso in den letzten Jahren immer mehr geworden. Haben wir die Farben ja auch ordentlich ausgebaut, aber wird halt auch gerade so in Kombi mit dem Qualitätenmix wird es halt viel ist auch gemacht. super, Parma. Ja, genau. Ja, Da haben wir so viele Qualitäten auch bei uns im Basic-Bereich fürs Taschennähen. ja, genau. Der Kelvin, Kelvin, genau. Rex, Mora, dieses schöne Vintage-Kunstleder. Ja, dann wird ja im Oktober auch nochmal Mirko und so weiter ausgeliefert, dieses Antikleder, was wir in Köln gezeigt haben. Auch Guli. das, genau, die kann man dann natürlich auch gut nehmen. Und ja, Aus der Kollektion haben wir auch so viele schöne Kunstlederarten. Also alles kann man da wunderbar kombinieren. ja, vor allen Dingen dieser Qualitätenmix, finde ich, der macht es dann auch. Ja. Ja. Machen wir weiter. Machen wir weiter. Mit Anni. Anni ist ein Stepp-Jersey, eine Rautensteppung. Die Raute hat eine Höhe von ca. 3 cm
Alle Farben passen zu unseren Basic-Artikeln. Wir fangen an mit Altrosa 436, hat auch bei Eike, Maike, Vanessa, Heike dieselbe Farbnummer und passt wunderbar dazu. Hier kann man es einmal sehen. Dann 267 ist auch in unseren Basic-Artikeln die Farbnummer 267 und so geht es halt weiter bei 764, 597. Das sind alles die passenden Farben auch in unseren Basic-Artikeln. Ich zeige sie jetzt noch einmal alle groß. Salbei, Khaki, Dunkelblau und Anni hat auch eine Schwester und zwar Anni Melange. Und hier haben wir die 4 trendigsten Farben, die es gerade in dem melierten Bereich gerade gibt, aufgenommen. Auch die Raute hat dieselbe Höhe. Die Farbnummern sind bei Eike Melange, Maike Melange, Vanessa Melange auch wieder dieselben Farbnummern, sodass Sie immer das passende Bündchen, den passenden Jersey dafür verwenden können. Hier haben wir das tolle Beige, Taub, Anthrazit und Hellgrau. So, weiter geht's mit Artikel Mia. Mia ist ein Rip-Jersey. Qualität ist vielen ja bekannt. Werden auch immer wieder gerne neue Designs gewünscht. Und da haben wir jetzt dieses Design in 4 Farbstellungen. Und zwar einmal, also sind alle auf naturfarbenen Untergrund. Einmal hier in dem Pink-Beere-Ton. Dann einmal hier die Beige-Brauntöne. Jeansblau und Terrakotta. Und hier haben wir auch Modelle dazu. Ja, hier haben wir 2 klassische Modelle. Einmal mit einem Rollkragen und mit den Ärmelchen, mit dem Puffärmelchen. Einmal in diesem Rauchblau kann man auch wunderbar wieder unsere Basics zu kombinieren. Und einmal in dem Rostton. Ich finde den auch super für Futterstoff, für Walkmäntel oder auch jetzt für unseren Mohair-Bouclé kann man den auch Passt auch sehr gut. wunderbar füttern. Ja. Wenn man den schwarzen Mantel haben möchte und innen drin so ein kleines Highlight setzen möchte, finde ich das auch ein wunderbarer Artikel zum Füttern. Hast du recht. Wie gut, dass es auf Video ist. Ja. Wird rausgeschnitten. Das lassen wir drin. Dann haben wir den Baumwoll-Jersey, Batik. Und wie der Name schon sagt, ist es ein richtig tolles Batikmuster. Ideal für Sport-Leggings, Yoga-Pants. Das ist total trendig gerade. Weißes T-Shirt dazu. Man kann alle Farben tragen. Das sieht richtig toll aus. Und hier haben wir Beere, ein Mintton, Aqua, Blau, Anthrazit, ein Taubton und Khaki. Ist auch sofort lieferbar. Hier hat man noch einen kleinen Überblick über alle Farben und ist ja auch gerade total das Trendthema Batik, vor allen Dingen im Bereich Hosen, Leggings, alles was mit Sport zu tun hat, sieht man ganz oft diesen Batik-Look. Ja, hier haben wir einmal das Oberteil in dem Beereton, aber Pauline hat es gerade schon angesprochen, auch ideal wirklich für Leggings und so weiter, ob im Kinder-, im Erwachsenenbereich. Und Batik ist halt auch im Moment total Trend. Und alle Farben sind aufgegriffen, Ja, die wir gerade hatten. Man kann es auch untereinander kombinieren. da findet jeder was. Ja. So, dann geht es weiter mit einem Baumwoll-Jersey-Artikel Calamos. Gibt es in 3 unterschiedlichen Designs. Und zwar einmal hier dunkelblau mit den Blüten in Beere Pink. Dann hier einmal die größeren Blätter auf einem beige Sandton. Und hier nochmal ein Design, welches es in 3 Farben gibt. Einmal auf Jeansblau, auf Petrol und einmal auf Taub. Und die Blume ist dann einmal mit Schwarz und einem Naturton. Jetzt kommen wir auch wieder zu einem meiner Lieblingsartikel, wie man vielleicht schon gesehen hat, der Artikel Leska. Das ist ein Baumwoll-Jersey. Hier haben wir
Animal Print Muster, aber auch ein florales, richtig schöne Baumwoll-Jersey-Qualität. Und hier starten wir einmal mit diesem Animal Print in diesen schönen warmen braunen Tönen. Hier haben wir Anthrazit, Natur und Schwarz. Ist auch sofort verfügbar. Natürlich darf Leo nicht fehlen. Hier haben wir einmal ein richtig tolles, ich finde total ruhiges Leo-Muster. Also es wirkt überhaupt nicht wild, sondern sehr ruhig durch diese Farbgebung mit den Naturtönen und Brauntönen. Ein kleines Leo-Muster auf dunkelblau. Und einmal das florale Muster auf schwarz mit pink-roten Blumen. Und was ich total toll finde an diesem Artikel, kann ich nicht oft genug zeigen, der Artikel Tundra, unser Mohair-Bouclé, kann man wunderbar mit Leska kombinieren. Wenn man sich das als Futterstoff einsetzt, hat man einen richtig tollen, trendigen Mantel oder als Kapuze in die Weste oder nur, dass es aus der Tasche rausblitzt. Genau das gleiche kann man auch mit dem schwarzen Bouclé machen. Und hier sieht man, wie toll man es zusammen verarbeiten kann. So, 3 Mäntel habe ich schon mal für den Winter. Matthias, musst du mir nur noch nähen. Es stehen ja hier auch welche. Ja, finde ich total toll. Also Ja, es passt wirklich sehr, sehr gut. die Ja. beiden zusammen kombiniert. Also moderner kann man nicht durch den Winter gehen. Ja. Ja, hier haben wir drei Modelle. Also hier vorne sind 2. Pauline hat ja das eine an. Das Kleid hast du dann ja schon mal, da musst du mit nach Hause gehen. Ich und brauche jetzt noch den Mantel. Den Mantel, dann ziehst du nachher auch noch an, dann merkt es keiner. Nein, genau. Also Pauline hat es ja schon gesagt, also man kann ihn ideal mit dem Bouclé verarbeiten und als Innenfutter, aber eben, er geht auch einzeln einfach als Kleid, sieht man bei Pauline oder hier vorne auch, wirkt dann auch. Und wie gesagt, Animal Prints sind Trend. Ja, vor allen Auch Dingen schon eine ganze Weile. Also ist ja jetzt nicht irgendwie neu, und auch Leo und so weiter ist ja nicht wegzudenken. Ja, und es kommt langsam, das, was bei den Kindern so trendig war, dieses Beige-Thema, kommt jetzt auch langsam zu den Erwachsenen. Ja, genau, genau. Dann geht es weiter mit einem Modal French Terry, und zwar der Artikel Kairo. Gibt es viele unterschiedliche Designs. Genau, durch den Modalanteil, wir sagen es ja immer wieder, ist es halt super soft, super weich, fällt schön. Genau, und hier haben wir einmal ein abstraktes Design mit dem unregelmäßigen Streifen in schwarz mit beige. Hier einmal Petrol mit beige, ebenfalls ein abstraktes Design. Dann haben wir hier einmal die Blumen, gibt es in 2 Farbstellungen, und zwar einmal in diesem Pflaume oder dunklem Lilaton mit Pink und hier einmal in Petrol. Dann gibt es nochmal ein kleineres Design mit den beiden gleichen Farben, also hier wieder dieser Lilaton und hier petrolgründig. Dann hier das Design, das ist so im Untergrund so ein leichter Schilfton mit Khaki und Schwarz. Dann hier einmal die etwas größeren Blätter auf Schwarz und dann mit Senf, Terrakotta und Petrol. Und hier auch nochmal richtig schöne Herbsttöne mit den unterschiedlichen Senf, Curry, Ockertönen. Und das letzte Design in dem Artikel, auch hier die leichten Wellen auf dunkelblau mit Natur. Und weiter geht's mit Artikel Denim. Kennen wahrscheinlich schon viele. Hatten wir zur letzten Hausmesse auch schon. Jetzt haben wir
alte, bekannte Farben und aber auch neue dazu genommen. Und ich starte einmal mit dem Sandton. Hier haben wir jetzt ein Salbei, geht aber auch eher in die blaue Richtung. Also es ist so eine grün-blaue Mischung. Flieder, Beere, Braun. Dann haben wir hier Grau. Jetzt Petrol, einen dunklen Petrolton und dunkelblau ist ein French Terry und ist auch wieder sofort lieferbar. Und hier sehe ich auch klar die Jeggings, alles, was man damit machen kann. Hoodies, einen schönen Plot drauf. Haben wir auch schon ganz viele Hoodies mitgesehen mit einem Plot. Also kann man wieder individuell einsetzen. Auch, wir hatten den Artikel ja schon in gewissen Farben, ja. Auch gerade im Teenager-Bereich, auch für Männer und so weiter wird sowas halt auch eben gerne genommen. Nicht ganz einfarbig, ist leicht meliert und ja. Ja, Hosen, T-Shirts, Pullover. Genau. So, weiter geht's mit Artikel Silas. Silas ist ein Baumwoll-Jersey mit kleinen Baufahrzeugen und zwar einmal auf Petrol und einmal auf Khaki. Und dieses Design gibt es dann auch mit größeren Motiven auf einem French Terry. Genau, also farbtechnisch identisch, nur einfach größere Motive und hier einmal der French Terry, wie gesagt, auf Petrol und auf Khaki. Der Artikel Nick, angerauter Sweat. Und zwar ist es der Artikel Eike Melange bedruckt. Und wenn Sie die letzten 4 Ziffern der Farbnummer nehmen, haben Sie auch direkt schon die Farbnummer für den Artikel im Basic-Bereich. Also Eike Melange, Vanessa Melange, Maike Melange und Heike Melange. Das sind dann die letzten 4 Ziffern. Also 1173, 1742 und 1285 passen perfekt zu diesen Artikeln. Angerauter Sweat, also die Eike-Qualität, die bekannt ist. Und hier haben wir Baufahrzeuge in Gelb, auf Beige, Salbei und Anthrazit. Ja, hier haben wir 2 Modelle. Genau, einmal hier der beigefarbene und hier oben ist es dann kombiniert mit dem Vanessa Melange. Also es passt halt wirklich ideal. Man kann hier unten dann auch das Bündchen in dem Beige dazu. Hier ist jetzt einfach ein Plot drauf. Oder auch hier das Grau mit dem Salbeiton und unten dann auch eben der Jersey, wobei man da auch einen French Terry und so weiter nehmen kann. Und die Farben passen wirklich exakt. Also es ist wirklich auf dieser Ware gedruckt. Und ja, perfekt zum Kombinieren. Ja, und ein sehr schönes Muster. Ja, und die Farben sind halt auch schön. Also gerade auf dem Beige oder auch auf diesem Grünton sind dann auch trendige Farben und genau, nicht zu wild. Genau. Ja. Schön dezent, aber trotzdem mit Farbe. Genau. So, dann kommen wir zum nächsten Artikel und zwar Little Fox and Friends. Das Ganze ist ein French Terry. 2 Designs und jeweils 2 Farben. Das erste Design einmal hier mit dem Ballon, mit dem Früchteballon hätte ich fast gesagt, auf Natur und einmal auf Petrol. Und hier nochmal der Heißluftballon mit dem Fuchs. Im Hintergrund so ein bisschen diese Aquarelltöne. Und den gibt es dann auch nochmal auf Natur. Und auch hier zeigt Pauline ein Modell dazu. Ja, hier haben wir ein ganz kleines Modell. Und da kann man auch sehen, dass es für die Kleinsten unter uns total cool ist, weil es überhaupt nicht groß ist. Man kann es wirklich für ganz kleine Größen nehmen und sieht trotzdem dieses super süße Ballondesign mit diesem Fuchs. Also es ist so richtig verträumt, süß, also und Ja. schöne Farben. Es sind schöne Farbgebung, stimmige. Ja, auch schön kombiniert mit dem Bündchen dann wieder. Auch das passt natürlich dann wieder sehr gut dazu. Ja. Es geht märchenhaft weiter. Ja, der Artikel Fairy Tale. Und wir starten mit Märchen und Geschichten. Auch einer meiner Favoriten dieses Jahr. Finde ich sehr, sehr schön. Die Farben und die Art der Zeichnung ist richtig, richtig toll gemacht. Hier haben wir Peter Pan. Hier haben wir natürlich Peter Pan, wie er fliegt. Tinkerbell, das Schiff im Hintergrund, der Mond auf hellblau. Und hier einmal auf dem
Dunkelblau finde ich total schön auch für Bettwäsche, Kissen. Also da kann man richtig viel Schönes draus machen. Und Leseknochen, Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht, Leseknochen, aber ja. stimmt, ja. Dann kommt Rapunzel. Hier haben wir natürlich den Turm. Die Haare sind einmal drumherum geflochten. Hier der Prinz und die Mutter. Einmal auf Salbei und auf Altrosa. Und was ich besonders schön finde, sind auch diese kleinen Details im Hintergrund, dass es nicht ein ganz planer Uni-Hintergrund ist, sondern mit diesen kleinen, leichten Details im Hintergrund wertet das es total auf. Dann kommen wir zu Rotkäppchen. Und hier kann man auch sehen, dass der Wolf nicht immer böse gucken muss, weil es ist ein sehr schönes, niedliches Design. Einmal das Häuschen der Großmutter, Rotkäppchen, also hier ist wieder alles vertreten. Und hier ist der Hintergrund in einem ganz leichten, zarten Türkiston. Und dann kommen wir zu Aschenputtel oder Cinderella. Hier haben wir einmal natürlich das Schloss. Wir haben das Aschenputtel hier mit ihrem blauen Kleid, was sie ja dann bekommt, mit dem gläsernen Schuh. Hier haben wir die 3 Stiefschwestern. Wir haben aber auch die 3 Haselnüsse. Der Prinz ist da. Also hier ist wirklich alles vertreten, was man zu dem Märchen oder wenn man auch die Filme geguckt hat, auch die moderneren, da ist alles dabei. So, dann kommen wir zum nächsten Design und zwar zum nächsten Artikel, Artikel Bill. Gibt es in 2 Designs und zwar das erste mit der Feuerwehr, der Polizei und dem Krankenwagen in 3 Farben auf Salbei, auf Jeansblau und auf Taub. Dann hier einmal das Klemmbaustein-Design in klein, ist ebenfalls eine Baumwollwebbare, also auch ideal für Leseknochen, Etuis und so weiter, Utensilos. Und das gibt es auch nochmal in einem größeren oder in größer und das Ganze hier ist dann der Artikel Bob, das ist ein Canvas, ein Baumwollcanvas. Und hier haben wir zum Beispiel jetzt auch einmal eine kleine Tasche, ein kleiner Beutel, wo dann halt eben auch die Klemmbausteine eingepackt werden können. Aber wie gesagt, ich sehe es auch wirklich für Leseknochen und so weiter. Ja, es gibt ja auch diese riesigen Teppiche, die man dann zusammen, Spieleteppiche, die man dann zusammen machen kann, weil ich glaube, viele kennen es, wenn diese kleinen Klemmbausteine im Kinderzimmer liegen und man manchmal drauf tritt, ist es nicht ganz so schön und dann kann man einfach einmal dran ziehen, alles ist drin in dem wenn auch mit Autos gespielt wird und so weiter, die einfach da, genau, haben wir auch zu Hause gehabt. Kinder sind groß. Artikel Leon. Leon ist ein Canvas. Haben wir 3 verschiedene Designs, auch sofort lieferbar. Hier haben wir ein tolles Waldmuster in Aquarellfarben gemalt. Richtig schöne, stimmige Farben. Ein Streifen. Der Streifen hat verschiedene Muster. Hier haben wir Punkte, Linien, aber auch Aquarell. Und diesen zeige ich gleich noch einmal vorne. Das ist ein etwas größeres Design mit Blättern. Und wir haben nämlich auch noch einige Taschen. Genau, hier einmal das Design zeigt Pauline jetzt aber auch nochmal. Ist hier jetzt kombiniert mit dem Kunstleder Rex. Hatten wir ja vorhin schon mal, dass man Canvas und Kunstleder immer sehr gut kombinieren kann. Aber auch hier würden auch die ganzen Vanya-Farben aus dem Basic-Bereich sehr, sehr gut zu passen. Ja, man kann sie auch, wenn man möchte, untereinander kombinieren. Ich muss aber hier einhaken. Jo. Mit dem Streifen. Ja. Oder Bäume und Streifen. Also ich finde die insgesamt sehr farblich, sehr stimmig. Ja. Haben wir gut ausgesucht. Ja. Hoffentlich. So, dann geht es weiter mit Artikel Niklas. Niklas ist wieder ein Canvas mit Weihnachtsmotiven.
Und zwar einmal hier mit der Weihnachtskugel und einmal hier mit dem kleineren Muster mit dem Ilex. Die nächsten beiden Designs gibt es jeweils in 2 Farben. Hier auf grau meliert mit der Weihnachtskugel und dem Weihnachtsstern oder den Eiskristallen. Und dieses Design oder diese beiden gibt es dann auch nochmal in einem Beige-Ton. Genau, und hier einmal mit den Weihnachtskugeln und die Eiskristalle. Und aus dem, hier hat Pauline auch ein Modell. Ja, und hier haben wir aus dem Canvas ein Blazer und natürlich auch eine Tasche. Und ich wollte einmal zeigen, wie toll man ein Canvas auch für einen Blazer verwenden kann, weil hier die richtig schön fein Falten gelegt wurden. Und das ist richtig schön, diese kleinen feinen Details, und man kann den wunderbar verarbeiten. Und sich dann natürlich auch die passende Tasche draus nähen. Die muss ich einmal zeigen, weil das ist mein absolutes Highlight. Aus unserem Rex Metallic Kunstleder so eine schöne Schneeflocke auf die Tasche ist natürlich total das Highlight. Eine sehr, sehr schöne Weihnachtstasche. Finde ich total schön und farblich total stimmig. Ist auch eine wunderschöne Farbe, Also eine schöne warme, Altrosa. Ja, schöne warme Töne, ja. Es geht weiter mit Weihnachten. Der Artikel Rudi, ein Canvas in Leinenoptik. Und hier haben wir natürlich die klassischen Weihnachtsdesigns, die als Standardsortiment eigentlich, ja, die muss man haben. Es ist immer wieder gefragt, diese Weihnachtsherzchen und die Rehböcke oder Hirsche in Weiß und einmal die Herzchen. Und hier haben wir auch ein Patchwork-Design und wieder die Herzchen. Und in den Herzchen sind verschiedene Muster, wie dieser Norweger-Stil. Dann haben wir noch Artikel Marcos, auch ein Canvas in Leinenoptik. Hier auch wieder ein Hirschdesign. Hier haben wir verschiedene Karo-Muster und einen Weihnachtsstern. Und den finde ich jetzt gar nicht nur unbedingt für Weihnachten, sondern es ist ein richtig schönes herbstliches Design für den Deko-Bereich in dem Artikel Marcos. Es geht weihnachtlich weiter und zwar mit Artikel Sven. Das ist ein Gobelin, zeigen wir gleich auch nochmal in groß. Und zwar hat der einen Lurex-Faden eingewebt. Genau, hier einmal auf einem schönen warmen Rotton mit dem Weihnachtsbaum und den Geschenkesäcken. Hier einmal auf naturfarben im Untergrund. Ich glaube, hier kann man schon ganz gut sehen, wie der glitzert und schimmert. Und einmal dieses Winterdesign mit dem Eisbär und dem Iglo und der Blockhütte. Genau, und Pauline zeigt jetzt nochmal in groß. Ja, hier kann man einmal genau das Muster in groß sehen. Ich halte es mal auch dicht daran. Und dann kann man auch sehen, wie toll der schimmert in Gold. Einmal von Weitem, da hat man einen Überblick. Wir tauschen. Hier einmal das Muster. Und hier oben, wo das Licht drauf fällt, kann man einmal den schönen Schimmer sehen. Okay. Und hier ist der Silber-Lurex-Faden. Er sieht dadurch richtig edel aus. Ne? Da war alles weggeräumt. Ja, Wahnsinn. Ja, oder? Das ist nicht aufgeknickt. Mache ich später. Jetzt kommen wir zu dem Artikel Rudolf. Eine Baumwollwebware. Hier haben wir 3 verschiedene Designs in 3 Farben. Wir haben einmal in Natur die Rentiere mit den passenden Sternen. Dann auch in Rot und in Tannengrün. Und diese sind natürlich ideal für die Adventskalendersäckchen. Wir haben hier 6 verschiedene und so kann man sich
seinen eigenen Adventskalender draus nähen und ich finde ihn wunderbar. Wir sehen hier auch diesen tollen Golddruck. Wenn ich das einmal so bewege, kann man bei den Sternen sehen, wie toll es schimmert. Sieht richtig, also es macht richtig was her, wenn da so ein goldener Druck drauf ist, weil es richtig schön schimmert. Und Matthias hat 3 wunderschöne Wendetaschen. Genau, hier einmal das Sterne-Design. Und Pauline hat schon gesagt, ist eine Wendetasche. Genau, und wir haben hier einmal in dem gleichen Untergrundton in Natur. Und genau, das Ganze gibt es dann auch nochmal in Grün. Und dann eben in dem Rot. Und den sehe ich halt auch für ja, Adventskalender natürlich, hatte Pauline gesagt. Aber eben auch, wird ja mittlerweile auch sehr viel gemacht, dass die Geschenke eben einfach, dass ein Beutel genäht wird, oben mit dem Zug drin und dann genau, einfach für Geschenke kann man wiederverwenden. Genau. Oder mit verschenken. Oder mit verschenken, ja. So, dann kommen wir zu Artikel Holly. Holly ist ein Sweat mit Winterdesigns und zwar einmal hier die Wald-Winterlandschaft auf dunkelblau. Dann einmal das Rehkitz, ebenfalls auf dunkelblau mit der Weihnachtsmütze. Dann hier einmal die Eiskristalle, ebenfalls auf ein ganz tief dunkelblau mit Altrosa. Also ist wirklich, wirkt sehr, sehr edel. Und einmal hier das Weihnachtsdesign mit den Zweigen und den Beeren auf einem schönen Dunkelgrün. Wir kommen zu einer neuen Designerin. Da freuen wir uns sehr drüber, dass wir auf der Hausmesse die neuen Designs vorstellen dürfen. Das ist das Label Claire's Creative Forest und wir haben hier 4 verschiedene Designs auf Baumwollwebware. Einmal das florale Design Ton in Ton auf einem Salbei-Untergrund und hier mit einem zarten Gelbton, auch in Salbeitönen, auf einem anthrazitfarbenen Untergrund. Und hier sieht man das auch einmal vernäht, finde ich auch total schön für so Tops, für Blusen. Und einmal diese floralen Muster. Ich finde die unheimlich schön gezeichnet. Die Farbgebung ist total toll. Das harmoniert so schön und ist ideal für die Herbst-Wintersaison. Hier auf Khaki mit Altrosa und Alt-Aprikottönen und auf Hellblau mit weißen Blümchen. So, hier haben wir einen Baumwoll-Jersey, ebenfalls von einer neuen Designerin, von Yat Yu. Genau, das Ganze ist ein Baumwoll-Jersey, gibt es in 5 unterschiedlichen Designs, alle mit Blau. Und zwar einmal hier die Eisbären mit einem leichten Streifen im Hintergrund. Dann hier einmal mit der Robbe ebenfalls auf dunkelblau. Dann hier mit der Pinguinfamilie. Im Hintergrund ist noch so ein leichter Tupfen zu sehen. Einmal mit dem Wal und einmal mit dem Polarfuchs. Die nächste Designerin ist Mrs. Mint Design und hier haben wir Hochlandrinder. Einmal der All-Over auf einem ganz zarten Aprikot-Beige-Untergrund in Aquarelloptik und hier einmal in Salbei. Und natürlich haben wir dazu auch Paneele. Wir starten mit dem süßen auf Aprikot Beige. 50 cm ist ein French Terry. Und die Rückseite besteht dann natürlich auch wieder aus dem Untergrund. Ich zeige es einmal noch. Und natürlich haben wir auch in diesem schönen Salbeiton. Und hier kann man sehen, dass die beiden nicht gleich aussehen.
Hier haben wir einmal die 2 Zähnchen, die noch da rausgucken und er guckt seitlich hoch. Und hier haben wir einmal den Vergleich, dass beide Paneele unterschiedlich sind. Und ich finde sie sehr, sehr süß. Also für Kinder, die Paneelhöhe ist damit ideal mit 50 Zentimetern. Da bekommt man ein richtig schönes Outfit, vor allem mit den All-Over-Stoffen noch dazu. Noch einmal dazu. Und dann kann man sehen, wie stimmig das alles zusammen ist. Sehr, sehr süß. So, dann geht es weiter mit den Thorsten Berger Designs. Kommen gleich auch einige Paneele. Das Ganze ist ein Baumwoll-Sweat. Genau, das erste Design ist ein All-Over-Design. Gibt es in 2 Farbstellungen, und zwar einmal hier auf Jeansblau, im Hintergrund so leicht meliert, und einmal in einem dunkleren Salbei. Dann hier einmal die Paneele, die zeigen wir aber gleich vorne nochmal. Dazu gibt es dann natürlich auch immer den passenden Kombistoff. Nochmal ein Panel mit dem Schneemann. Auch das zeigen wir dann gleich vorne nochmal. Und auch hier gibt es dann, wie gesagt, natürlich den Kombi dazu. Der Kollege hier steht ein bisschen im Regen. Aber wir lassen ihn natürlich nicht im Regen stehen. Auch hierzu gibt es dann natürlich den Kombi. Paneelhöhe ist, wie ihr es gewohnt seid, immer 85 cm. Jetzt kommt der Weihnachtsmann auf dem Motorrad. Der kommt aus Hochstede. Also es ist tatsächlich mein Wohnort. Da gibt es tatsächlich die Tradition, dass der Weihnachtsmann an Nikolaus mit dem Motorrad den Kindern eine Überraschung macht bei der Schule, tatsächlich. Und das, ich glaube, Thorsten hat aus Berlin, der hat das in Hochstede in einem 2.500 oder 3.000 Seelendorf hat er das gesehen und da wird der Trend gesetzt. Bei uns zu Hause wird der Trend gesetzt, genau. Genau, ein Panel haben wir noch. Und so ist er wahrscheinlich angefangen, bevor er zum Weihnachtsmann wurde, ist er mit dem Roller angefangen. Genau, und dann hier natürlich auch den Kombistoff dazu. Aber die zeigen wir jetzt nochmal vorne. Ja, also es gibt wirklich zu jedem, wir kommen jetzt einmal nach vorne, ja, zu jedem Panel einmal den Kombistoff. Ja. Kann ja auch ein bisschen was tragen. Ach, gut. Sehr gut. Toll, ne? Ja, sehr gut. Ja, tatsächlich, das machen wir ja schon seit vielen Jahren immer mit dem Kombistoff, weil ihr euch das einfach gewünscht habt, eben wenn es doch mal eine größere Größe ist, dass man wirklich exakt den Kombistoff dazu hat. Und die werden mittlerweile auch sehr viel einzeln genommen, diese Kombistoffe, ja, weil sie halt auch einfach schön sind vom Muster her. Ja, genau. Hier einmal das ganze Motiv. Zeigt dann immer noch mal die Rückseite, weil bei Thorsten ist ja dann auch immer mal was auf der Rückseite. Hier geht es dann einfach mit dem leichten Streifen weiter. Ja. Genau. Der Hochsteder Weihnachtsmann. Aber wahrscheinlich die das Video gucken, werden wahrscheinlich nicht so viel aus Hochstede sein. Aber du musst mal ein Video mal online stellen. Genau, hier einmal. Wenn ich in Hochstede, kann ich irgendwann Bürgermeister werden. Genau. Die Rückseite geht dann einfach so weiter. Hier einmal der Schneemann. Er hat auch noch einen kleinen Bruder. Da geht es noch weiter, genau. So groß geworden. Ja. Ja, und der hier. Das ist ein Highlight, ja. Ne? Ja, ich hab's mir gedacht. Im Regen stehende Elch ist gut und. Genau, und das geht dann so weiter. Und Pauline zeigt nochmal die Modelle. Ja, hier haben wir einmal natürlich wieder, dass wir zeigen können, dass diese Motive auch total für Kinder geeignet sind von der Größe. Zeigen wir es immer mal lieber noch am Modell. Und Breadman ist natürlich eines der Highlights. Und hier haben wir einmal wieder den Weihnachtsmann auf dem Motorrad. Und? Weiter geht's. Weiter geht's. Ich beginne mit meinem Highlight. Ich schließe ab mit meinem Highlight.
Das ist einmal die Cherry Picking Bag. Wir haben sie wieder zur Vororder. Auslieferung ist November, ist wieder ein Canvas. Die Panelhöhe ist 1 Meter. Ich zeige gleich einmal alles vorne genauer, aber für die Farbnummer. Das ist einmal die Farbnummer für die Dame mit dem Popcorn. Also es sind wieder 2 Taschen auf einem Panel und wir haben 2 verschiedene Paneele. So haben Sie, wenn Sie beide nehmen, 4 Taschen. Und hier ist einmal die Farbnummer für den Dackel und den Schriftzug. Und jetzt zeigen wir es einmal vorne. Hier kann man natürlich wieder wunderbar selbst mit einer Vororder arbeiten, da bis zum 31.08. bestellbar ist. Also man hat wieder 2 Wochenenden Zeit, selber auch eine Vororder zu machen über WhatsApp, über Instagram. Also nutzen Sie alle Kanäle, die Sie haben. Und weil das ist wieder eines der Highlights, wo wieder nachgefragt werden wird, weil die Cherry Picking Bag ist für unsere Hausmesse im August gar nicht mehr wegzudenken. Das ist schon, Das gehört dazu, ne? ja. Hier haben wir einmal den Dackel mit dem Schriftzug Not my circus, not my monkeys. Und der Dackel ist halt mega. Ja, du läufst halt einfach, Ja, man einmal kann um die ihn Tasche rum. man kann ihn um die Ecke laufen lassen, genau. Ja, es ist mega. Auch wieder mit den ganzen Details, dass man Innentaschen machen kann. Können wir ja gleich einmal zeigen. Was denn? Das Du ist auch, entwirfst den ganzen Zauber. ich stelle mich davor. Genau, hier einmal, hier sieht man dann auch für die Brille und so weiter. Also ist wieder an alles gedacht, innen drin Ja. mit Kunstleder. Tolle Farben. Ja. So, Und muss hin. dann haben wir natürlich noch einmal, danke dir, die Dame. Ist relativ frech. Ja, ich mag's wohl. Verstehe ich gar nicht. Und Popcorn auf einem Panel. Haben wir auch wieder die Taschen, die Innentaschen, alles. Die Nähanleitung finden Sie wie immer dann bei uns auf der Internetseite. Können Sie sich einfach runterladen, mit beilegen, wenn Sie eine Vororder gemacht haben. Das. Und man müsste ein bisschen Gurtband noch dazulegen und so hat man wieder ein richtig tolles Projekt, was man seinen Kunden anbieten kann. Ja, ob Kursthema, Leder dazu. genau. Letztendlich kann man auch, machen ja mittlerweile auch einige Kunden, die dann solche Sets anbieten, einmal eins ausgestellt und dann wirklich, dass euer Kunde dann dieses Set direkt so kaufen kann, dann das Gurtband und so weiter dazu. Genau. Ne, die ganzen die Kurse, genau. Und das Bildmaterial, auch gerade, weil das ist ja jetzt auch eine Vororder, könnt ihr natürlich sowieso immer nutzen, also nicht nur bei dem Artikel, sondern generell. Und kann man ja eben auch zum Vorverkauf nutzen, ob über WhatsApp-Kanäle, WhatsApp-Gruppen, Instagram und so weiter. Da seid ihr ja sehr kreativ. Ja, also wir sehen es, wir Ja. nehmen es wahr und finden es total Ja. toll, dass da ganz viele schon so viele Plattformen nutzen und einfach auch versuchen, auch andere Wege zu gehen und einfach machen. Also der erste Schritt ist immer der schwerste. Das wissen wir Ja. selber. Wir haben auch über so viele neue Sachen angefangen und irgendwann wird es einfach, kann man sich gar nicht mehr wegdenken. Ne, genau, und das ist Social Media natürlich, aber auch in den Geschäften werdet ihr oder seid ihr ja auch sehr kreativ und gerade mit diesen Packungen, was ich immer wieder sehe, diese Sets, die angeboten werden, das macht dann aus. Also das ist wirklich schon, ja genau, diese Pakete und so weiter, die dann in den Geschäften liegen, wenn die Kundschaft kommt, dass es mitnimmt, die werden dann dadurch einfach inspiriert und das ist schon großartig, wie ihr das macht. Ja, wir sehen alles. Wir sehen wirklich, also wir sehen vieles. Ja, ich bin das auch ist immer wirklich, sehr stolz drauf, ja, es wenn ist wir schön zu sehen, tatsächlich. so neue Ideen zu sehen sind. Also das ist echt toll. Und das ist auch ein mega Anfängerthema. Die Cherry Picking Bag. Taschennähen ist gerade wieder genau. der Trend. Und es ist auch was bei der für Jugend. Kinder, es ist was für Erwachsene. Man kann auch mal, also es gibt immer mehr Männerkurse beim Nähen und ich finde das ganz toll, dass alle damit mit diesem Artikel können. Ist für jeden was dabei. Ja. Ja. Das war's Das war's, mit den Neuheiten.
wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat. Wie gesagt, alle Artikel sind ab dem 22., also ab dem Freitag, circa 9 Uhr online. Der letzte Artikel, das ist ja eine Vororder, da habt ihr jetzt keine Eile, weil der ja wirklich bis zum 31. Gut, bis zum 31. Bis zum 31. August, genau. Ansonsten die anderen Artikel sind alle, solange Vorrat reicht. Und dann laden wir euch natürlich sehr herzlich ein, uns auch in Norton zu besuchen. Vom 29. ebenfalls ein Freitag bis zum 31. August. Öffnungszeiten stehen auf der Seite, sprecht uns an. Das leibliche Wohl ist natürlich gesorgt. Ja, wir freuen uns darauf. Es ist in Norton ist dann auch die Frühjahr-Sommer-Kollektion, die wir dort präsentieren. Die geht danach dann online, also im September. Aber die zeigen wir dann dort. Da kann man schon mal einen kleinen Vorgeschmack Ja, sehen. genau. Wir haben auch wieder natürlich einige Modelle da aus der Frühjahr-Sommer-Kollektion. Ja. Und natürlich auch wieder 3 Gastfirmen. Das ist natürlich Lilith Sol und Pelle, Julia Korf wird bei uns sein, da freuen wir uns. Claudia Holtgräfe von Kibadu wird bei uns sein und der Herr Oehler von Madeira wird uns besuchen. Andreas ist da. Ja. Und, freuen wir uns. Ja, es ist irgendwie Familie. Ja, und so langsam denkt man so an die Zeiten zurück, wo es mal vorher war, oben auf unserer ersten Etage. Ja. So hat alles angefangen. Ja. Und da beginnen wir auch wieder. Ja. Ja, vielen Dank. Gute Zeit und wir sehen uns. Wir freuen uns. Ja, genau. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.